Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Motorradtourer und Motorrad Adventure Touring auf Kanal 2. Anfang Juli 2024 war es wieder soweit. Eine neue Tour stand an. Es sollte gehen Schweizer und französisches Jura über die Seen bis Genfer See nach Grenoble. Vercors stand an und die Heimfahrt dann über einen Teil der Grand Tour des Alpes. Eine wirklich sehr toll geplante Tour. Ja, irgendwie habe ich kein Glück, wenn es da unten in Hilsingen losgeht. Also wir trafen uns morgens gegen 10 Uhr in Hilsingen, um dann diese 320 Kilometer gemeinsam bis ins französische Jura zum ersten Übernachtungsziel in Bois d'Amont am Col du Marjairutz zu fahren. Ja, das war alles nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Ja, das war eben alles andere als eine tolle Tour und bei Temperaturen von 32, 33 Grad unten an den Seen, also das war wirklich kein Honigschlecken. Also das war einfach echt gar nichts. Die Tour übrigens, die habe ich weitgehend aus dem Archiv einer renommierten Motorradzeitschrift, nicht Motorrad, eine andere, übernommen und die wurde da hochgelobt. Also wirklich, also so einen Mist habe ich selten gefahren. Das hat sich jetzt doch wieder gezeigt, ich plane meine Sache selber und dann weiß ich, wo es hingeht und dann passt es auch. Also ja, das war echt gar nichts. Das Problem ist ganz einfach, ihr fahrt da runter, wir sind dann also in Hilsingen gestartet, nach Schaffhausen, dann ging es über die Passhöhen Bürgersteig und Saalhöhe ins Französische und auch Schweizer Jura. Und im Schweizer Jura hast du einfach das Problem, du fährst von Ortschaft nach Ortschaft und da ist überall 30 und da wird kontrolliert. Und du kannst auch über Land nicht einfach fahren, wie du möchtest, weil das einfach alles echt ein Problem ist. Da gibt es einfach keinen Stick. Also wenn du da eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 rausbekommst, bist du wirklich schon gut dabei. Und wir sind ja das gleiche auch schon wesentlich weiter nördlich gefahren, also alles im französischen Jura, da war das eigentlich nie so ein Thema. Und das nächste war da unten natürlich am See. Ihr seht es ja auf den Aufnahmen. Also du fährst da, wirklich, das sind gefühlt 50 Kilometer eine Ortschaft. Kreisverkehr an Kreisverkehr und Ortschaft an Ortschaft zum Halten, 30 durch Ortschaften durch. Also wirklich, das war eine furchtbare Sache. Option wäre natürlich gewesen, dass wir kurz auf die Autobahn fahren, um diese 60, 70, 80 Kilometer zu umfahren. Das wollten wir nicht, da wurde ich überstimmt. Also gut, dann müssen wir das halt so machen und sind da gequälterweise runtergefahren. Also es war so, dass wir für 120 Kilometer, die da so an dem Neuchâtelsee entlang gingen, haben wir rund 4 Stunden gebraucht. Also das sagt echt alles aus und bei den Temperaturen, da bist du dann wirklich brotfertig, bis du da durch bist. Nachdem wir jetzt diese blöde Hauptroute wieder verlassen haben, fahren wir jetzt wieder über Land und das macht doch auch mehr Spaß. Über Bretonnieres fahren wir nach Faulion und jetzt soll doch glatt schon die nächste Katastrophe auf uns warten. Am Col de Petrafeli ist die Straße gesperrt, ihr seht es im Video. Und es war absolut schwierig, das rauszubekommen, wo denn da eine Umleitung ist. Also es war schon unterwegs nichts angeschrieben und auch da oben hieß es, ja, ihr könnt da fahren oder ihr könnt da fahren. Und also wir waren einfach so frustriert, es war mittlerweile auch fast 20 Uhr und wir haben dann wirklich das Hotel umgebucht, weil das für uns echt das Beste war. Und ja, das hat sich dann am nächsten Tag rauskristallisiert. Ja, die Umleitungsstrecken in Frankreich, das ist so ein Thema. Also am nächsten Tag haben wir das dann mal eruiert, wie wir denn hätten fahren können, dass wir überhaupt zum Hotel gekommen wären. Es wäre gegangen über den Col de Mollendruz, über den Col du Marjairutz nach Le Brassus.
wäre eine Umleitung gewesen von rund, sage und schreibe 60 Kilometer. Also nochmal locker 1,5-2 Stunden fahren. Oder man hätte zurückfahren können bis nach Le Creux und dann die französische Seite runterfahren. Das wären auch nochmal rund eine Umleitung von 55 Kilometer gewesen. Aber gut, so im Nachgang eruiert ist es einfach das Problem, dass natürlich hier im Jura natürlich nicht Straße gibt wie bei uns alle 5 Kilometer irgendwo, dass du rauf und runter fahren kannst. Das haben die einfach nicht. Da sind natürlich diese Entfernungen schon eine ganz andere Hausnummer, wie hier bei uns, wo man immer eine Straße hat oder was weiß ich was. Vermutlich Einheimische hätten den Schleichweg gewusst, aber mir als Fremde war halt schwierig und die Probleme bei der Verständigung kamen natürlich auch noch dazu. Wir haben zwar in einem Dorf mal angehalten und gefragt, wo es hingeht, aber auch die Frau konnte uns das gar nicht 100% sagen. Wir haben ein Hotel gefunden aber wirklich, der Tag war eine reine Katastrophe. Absolut. Das Thema Sprachbarriere ist dort natürlich im Schweizer und auch französischen Jura wirklich ein Thema. Es spricht keine Sau Englisch. Wirklich keine Sau. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist so. Und wir mit unserem Schwäbisch oder Hessisch, wir sind auch nicht so richtig weitergekommen. Und auch Anrufe im Hotel, um das zu stornieren, eine mittlere Katastrophe. Und bei Booking stand auch nur ein französischer Dienst zur Verfügung, also Support war nicht zu erreichen. Also das hat dann wirklich, wir waren echt frustriert und waren dann froh, an dem anderen Hotel angekommen zu sein. Ja, und natürlich hätte auch unser Garmin oder hätten auch unsere Garmin-Navis natürlich eine Umleitungsoption drin. Haben wir natürlich genutzt, aber ich habe 40 Kilometer Sperre eingegeben und trotzdem hat das System bei mir nicht richtig gerechnet. Das war das Problem, dass wahrscheinlich mein Gerät zu dem Zeitpunkt nicht richtig funktioniert hat. Aber auch bei den anderen sind wir nicht so richtig weitergekommen und auf der Karte beziehungsweise am Handy das rauszusuchen, das war einfach schlecht. Aber es hat mir eins gezeigt, das nächste Mal habe ich eine Detailkarte dabei und weiß dann auch, wo ich hinfahren muss. Definitiv. Also das war mein Fehler. Geht nämlich auf meine Kappe. Jetzt fahren wir also weiter zum Col du Mollendruz, eine sehr genutzte Motorradstrecke, so wie es aussieht. Aber das nutzt ja alles nichts. Ihr hört ja immer wieder die Anzeigen bei mir, bitte wenden, auch jetzt nach 35 Kilometern noch. Aber gut, sind dann so gegen 20:30 Uhr, ja, es war schon knapp 21 Uhr, im Hotel angekommen. Das war der Tag, als Frankreich gegen England in der Europameisterschaft spielte. Da war natürlich nichts mehr mit dem Essen im Hotel, aber gut, wir haben das bisschen noch getrunken, da war der Tag auch vorbei. Also, jetzt freuen wir uns auf morgen. Danke, dass ihr da wart. War ja auch mal interessant, sowas zu sehen. Wenn nicht alles so glatt läuft. Rechts abbiegen. Nach einem wirklich anstrengenden Tag gestern haben wir heute Nacht wirklich auch alle gut geschlafen. Frühstück war ausgezeichnet und so fahren wir gegen 9 Uhr in Vallorbe los. Es geht über Le Rousse an Genf vorbei zum ersten Pass heute, der Col de la Croisette, sind wir ja schon öfter gefahren, ist immer wieder ein Erlebnis da hoch, oben auf dieses Aussichtsplateau zu kommen, wo die Sicht enorm ist. Weiter geht es Richtung Annecy, um den See herum und dann über den Col de Pré und Col de Coucheron nach Grenoble. Grenoble war auch nochmal was ganz Besonderes, da stimmte die Adresse bei Booking vom Hotel nicht. Und das war also auch nochmal ein Abenteuer, da durch das Moloch
durch Grenoble zu fahren, auch bei Temperaturen wieder von 34 Grad oder so. Also bei der Moto Guzzi war das erste Mal, dass wirklich die Sitzheizung nicht eingeschaltet war und trotzdem das heizte wie die Sau. Also das war auch wieder was Besonderes. Heute früh ging es los, es hat etwas geregnet, aber das Wetter ist dann unverzüglich besser und auch warm geworden. Also, viel Spaß beim Zusehen heute. So, jetzt sind wir wieder in Frankreich. Also, das ist so viel entspannter zu fahren. Wir fahren jetzt also im Jura, im Grenzgebiet Frankreich-Schweiz die ganze Zeit. Also wir haben heute auch schon zigmal die Grenzen gewechselt. Und das ist viel entspannter zu gestern. Also wirklich ein krasses Gegensatzprogramm. Und heute freuen wir uns drauf. Man kann fließend fahren, wenig Verkehr. Und das ist einfach eine ganz andere Sache. Aber ihr seid ja selbst auf den Aufnahmen. Und ja, jetzt fahren wir mal weiter in die Nähe von Genf, das wir aber doch recht großflächig umfahren werden. Und dann geht es zum Col de la Croisette. Super. Die erste richtige Anhöhe. Und übrigens, die Tour jetzt heute, die habe ich selber geplant. Immerhin 1300 Meter hoch der Handel. Alte Frau Chille. Auch brutal finde ich, oder? 1300 Meter, das ist schon. Wir fahren die ganze Zeit auf dieser Höhe rum da. Der Genfer See, wunderbar. In Gex. 60 Meter hier links. Scharf rechts abbiegen in die Straße Place Patron, dann in die nächste Straße links abbiegen. Links abbiegen. Jetzt haben wir den ganzen Wust um Genf und den Genfersee hinter uns gelassen und fahren jetzt südlich von Genf, also es beginnt gleich in der Ortschaft Archams. Nach dem Grenzübergang fahren wir den La Croisette hoch. Also wirklich eine ganz interessante, tolle Auffahrt.
Und wir erreichen dann oben die Hochebene in La Croisette. Es ist eine ganz kleine Ortschaft und egal wo man fährt, da hat man ganz irre Aussichten. Wir fahren jetzt erstes Mal oben rechts nach einer kleinen Pause Richtung Annecy und können die ganze Zeit diesen tollen Ausblick genießen. Ihr seht es auf dem Video. In 4,5 Kilometern erreichen Sie das Ziel, nur 08 Limeroal. Das Ziel liegt rechts. Super, super, super. Ach, boah, das ist super. In 700 Metern rechts abbiegen auf die D41. This is a party song that makes the party going on. Eher nicht. Glaub's auch nicht. Auf jeden Fall, wenn du jetzt schnell durchfährst, fällt das Gebiet raus. Ah, jetzt guck mal auf den See. Jetzt ist das schön. Das ist aber ein anderer. Das ist der Annecy See. Jetzt haben wir es also geschafft. Jetzt fahren wir hier die D909A am Lac d'Annecy, einer der größten Seen in Frankreich, entlang. Die Uferstraße, also wir sind jetzt hier auf der Ostseite, ist ca. 38 Kilometer lang. Also hier kommt man auf jeden Fall wesentlich besser voran als am Genfersee und auch am Neuchâtelsee. Das hat doch schon mal was. Den See haben wir hinter uns und jetzt geht es über den Col de la Fourglatz und weiter zum Col de la Champs Richtung Grenoble. Die Ausblicke hier sind ja wirklich wunderbar und die Straßenführung absolut flüssig, genau ideal für Motorradfahrer. Das genießen wir jetzt und fahren dann weiter Richtung Grenoble.
Col de la Fortance. Hi, this is your captain speaking. We're now reaching our final destination, Paradise. I hope you had a wonderful flight with Opal and Alliance. It's me. Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been staring up at the grayish skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my cloudy mind. Die Straße rechts abbiegen. Auf die B10. Felt a drop now for 40 days, but still they're washing cars and they don't show any age. Ain't nothing that you want will cost you more than time. If you're trying to find yourself, better get in line. I'm counting up my money and spending it right. Wunderbar. Das war der Col du Vrenne. Führt jetzt über Annecy nach Grenoble. Jetzt sind wir in Saint-Pierre-d'Albigny, heißt es hier. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Die Sonne hat drauf gescheint. Ja, es ist jetzt 18:30 Uhr, wir haben es geschafft, wir sind jetzt in Grenoble. Ein unglaubliches Treiben in dieser Stadt. Es ist sehr warm, wirklich, es hat 33, 34 Grad. Und wir haben gebucht im Kyriat Hotel in Grenoble. Zu allem Unglück ist die Adresse bei Booking falsch. Wir haben jetzt am Hotel angerufen. Der hat uns jetzt die richtige Adresse gesagt. Wir waren schon in der Stadtmitte und fahren jetzt zum Hotel raus. Aber gut, jetzt, das schaffen wir voll heute. Und da bleiben wir 2 Tage. Schön, dass ihr dabei wart und dass euch das interessiert hat. So, wir haben im Kyriat Hotel in Grenoble wirklich sehr gut genächtigt. Der Ober hat uns gestern Abend noch eine Käseplatte gemacht, also das war alles wunderbar. Es gibt ein gutes kaltes Bier, 3 verschiedene Marken, also alles eigentlich sehr gut. Wir fahren jetzt heute Morgen erstmal durch Grenoble durch Richtung Sassenage. Ich hatte ja versucht, in einem kleinen Städtchen irgendwo im Vercors Hotels zu finden mit Einzelzimmern. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Also das heißt, die einzigsten Hotels, die angeboten wurden, waren in Grenoble. Das Thema ist natürlich, wenn ihr von Grenoble da rausfahrt, auch nach Sassenage zum Beispiel, da braucht man echt eine Stunde. Also reinfahren, rausfahren, jeweils eine Stunde und das ist wirklich eine lange Zeit. Also in diesem Grenoble, da geht es ab wie die Sau, unglaublich. Ihr seht es an den Bildern. Aber was dann heute auf uns warten sollte, da dürft ihr gespannt sein. Also grandios, kann ich nur sagen. Wirklich grandios. Also, viel Spaß beim Zuschauen und super, dass ihr da seid. Und jetzt fahren wir halt mal los.
Jetzt kommen wir zum ersten großen Highlight des Tages. Die Georges de la Borne Schlucht. Also unglaublich. An der D531 fahren wir über Canyons, enge Schluchten, überhängende Felsen, an Wasserfällen vorbei, windungsreich, ständig am Bach entlang. 20 Kilometer trifft man so auf die Unterwelt und fährt rauf und runter. Also wir haben einige Mal gehalten, um Aufnahmen zu machen, aber ihr seht es ja auf dem Video. Also das hier, das ist absolut empfehlenswert. Also wie gesagt, D531 aus von Villard de l'Or. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk aus Endorphin. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk zieht durch die Luft. Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Odi, 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 Happy Hour, mitten in der Nacht, sexy, alles tanzt, alles lacht. In 900 Metern erreichen Sie das Ziel 020D 531. Das Ziel liegt links. Was ist denn Hula Baloo? Was gehört denn da dazu? Macht man beim Hula Baloo vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hula Baloo die Sternwall sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Odi, 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 Kilometer rechts abbiegen auf die D531. Was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Baloo, Hula Baloo, Hula Baloo. Was ist denn Hula Baloo? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hula Baloo? Was ist es? Bitte sehr. Ich glaub nur Hula Baloo ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei? Odi, 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 odi. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Baloo. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Baloo. Odi, 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 Hula Baloo. Odi, 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 odi. Mesh Intercom ausschalten.
Also, vorhin hat ja nichts angezeigt, das Tanken, jetzt ist es angezeigt. Und weiter geht's auf dieser wirklich super tollen Strecke. Wir fahren jetzt die D35 zum Col de Romeres und wirklich, da bleibt er doch die Spucke weg, zum Canyon de Ecu. Ich hoffe, dass ich das so alles richtig ausspreche, nicht ganz einfach. Also zwischen dem Col de Romer und Saint-Gervais fahren wir ja, wie gesagt, die D35 an diesem Canyon entlang. Höhepunkt der Strecke, und da kommen wir jetzt dann hin, ist die abenteuerliche Passage Balcon de Ecu, die sich nach der Tournée Ducades bekannten Wendung der Straße am Durchbruch durch den Gebirgszug am steilen Westhang desselben entlang zieht. Früher konnte man da noch rumfahren, ich zeige euch nachher auch mal auf dem Video die Strecke. Leider ist es total verfallen und mittlerweile leiten sie das alles über den Tunnel weg, weil da wirklich das alles nicht mehr, weil das alles nicht mehr tragfähig wäre. Also eine unglaublich landschaftliche Ecke hier. Schaut's an, euch wird's gefallen, denke ich. Also hier hinter dem Zaun sieht man jetzt die alte Führung der D35. An dem Hang entlang, es ist alles gesperrt für Fahrzeuge und auch für Fußgänger, weil das wirklich nicht ganz einfach ist und auch sehr gefährlich wird zum drübergehen. Es geht jetzt hier 20 Meter weiter oben durch den Tunnel durch, aber das seht ihr jetzt auch auf den Aufnahmen. Mhm. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby. Oh,
there's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you. Also, was es in Frankreich noch gibt, auf jeden Fall Hausdrachen. Sofort nach dem Einparken stand sie da und hat uns des Platzes verwiesen. Unglaublich, die Freundlichkeit. Eigentlich wollte man ja hier was Mittagessen, aber nachdem wir die Tante gesehen haben, haben wir da echt lieber drauf verzichtet. Für uns geht es jetzt weiter auf der D292 nach Pont-et-Royans. Also eigentlich gibt es hier nur eine Straße, die da drüber führt, über das Borntal. Und zwar über den Col de Tour-Auray auf dieser Hochebene, die dann zum Ort Brelles hinaufführt. Also ich hoffe, dass ich das alles richtig ausspreche, das ist nicht ganz so einfach. Diese Straße, aus Fels herausgehauen, gehört zu den schönsten Straßen in den Alpen und ist von der abenteuerlichen Trassierung her wirklich ein tolles Erlebnis. Seht selbst und ihr versteht, was ich meine. Upstairs, I can say I'm in the Advil bottle. I don't take the shit, but you do. So I gotta get the club going night on Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going night on Tuesday. Got your girl in the Oh, das ist alles. club going night on Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going night on Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going night on Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going night on Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going night on Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going night on Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going night. Our love is a lie, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do,
Aufnahme. Aufnahme. Kommt Laval, Col de la Machine. 63 Auffahrt Col de la Machine. Das Ziel liegt rechts. In 8 Kilometern erreichen Sie das Ziel 112 D 762. So, wir freuen uns jetzt auf jeden Fall weiter auf den Col de la Machine und den Comte Laval. Das sind ja eigentlich die sehenswürdige Punkte hier im Vercors. Die Auffahrt ist schon wirklich echt super, wenig Verkehr an dem Tag und plötzlich stehst du auf diesem Felsen. Einfach irre. Seht's einfach an. Also da haut's dir doch das Blech weg. In 800 Metern wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ja. Ich sage jetzt nicht, jetzt soll er im Kindersäge wieder reinkommen, ich lasse das sein.
before we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Na, hat draufgescheint. Ja, das war jetzt wirklich ein toller Tag bei tollen Temperaturen. Also es war natürlich schon auch recht warm, aber oben ist es eigentlich immer okay. Diese Tour heute über diese Schluchten und den Comblaval und Col de la Machine, das sind ja im Balkon richtige Hypes. Man muss natürlich immer bedenken, dass diese Durchfahrt durch den am Comblaval oben, das sind vielleicht, ich weiß nicht, 2 Kilometer auf dieser Höhe, mehr ist es nicht. Also das täuscht natürlich in den Aufnahmen enorm. Da denkt man ja, das ist viel länger, aber das sind alles wirklich sehr kurze Strecken. So, jetzt fahren wir zurück, da geht es ja immer eben weg und fahren dann wieder ins Kyriat Hotel nach Grenoble zurück. Heute finden wir es aufs erste Mal, hoffe ich mal. Und ja, dann haben wir noch einen schönen Abend vor uns. Bevor es dann morgen, ich darf mal so viel verraten, das Wetter war nicht ganz so gut, von Grenoble nach Salanches. So, Tag 4 unserer Tour, angebrochen. Geplant war wirklich eine schöne Tour über einen Teil des Grand Tour des Alpes. Also erstmal zum Mont Cenis und dann über den Col Isoire ins Aostatal. Aber das hat heute nicht geklappt. Uns hat heute früh ein Mega-Gewitter überrascht. Und gut, der Wetterbericht gestern hat schon gebracht, dass heute wohl etwas gewitterig werden sollte. Das heißt, wir konnten heute Morgen erstmal später abfahren, weil einfach das Wetter richtig schlecht war. Ihr seid auf den Aufnahmen und wir fahren jetzt einfach mal dahin und werden noch mal sehen, wo es uns denn hin verschlägt. Aber eins kann ich sicher sagen, der Col Isoire ist heute nicht zu fahren. Das heißt, wir werden jetzt anders zurückfahren. Und das Endziel für heute Nachmittag ist Salanches in Frankreich. Also, dann viel Spaß beim Zusehen. Like 2 or 3. Shut up, Bowie. Okay, another song. Mir ist kalt gerade. Nass und kalt. Es war also ziemlich unangenehm zu fahren. Immer wieder Regen, dann kam die Sonne wieder durch. Und ich lasse jetzt auch das mit den Aufnahmen, weil das sind einfach nichts geworden. Die Kamera ist immer angelaufen und ja, ihr seht, dass das einfach nicht so was ist. Ich suche jetzt die schönsten Aufnahmen von heute raus, schneide es zusammen und damit ist halt der Tag nicht anders zu machen. Und jetzt hier die Tour genau wie wir sie gefahren sind, über den Lac Grand Maison und den Col du Glandon. Was man auch noch sagen muss, da oben an dem Col du Glandon, da war ein unwirkliches Licht. Unglaublich, da hat der Regen wohl alles rausgespült. Das sah aus wie in so einem Fjord in Norwegen. Also ihr seht es auf dem Bild, also unglaublich die Lichtverhältnisse dort. Das war richtig mystisch, war das. Hier teilt sich also jetzt der Pass. Wir sind jetzt links weggefahren Richtung Col du Glandon. Wenn man geradeaus weiterfährt, kommt man zum Col de la Croix de Fer.
Bei mir geht. Fahr du in bitte. den Kreisel, Wo? Links oder geradeaus? rechts, hier geradeaus weiter. So, jetzt sollten sie wieder losgehen, die Navigationsprobleme. Ja, es ist so, das hat sich erst viel, viel später herausgestellt, dass die Moto Guzzi ein Strahlungsproblem hat zwischen Display und Navigationsgerät und so immer wieder der Satellitenempfang ausfiel. Also das war echt eine blöde Sache, aber Gott sei Dank hatten wir ja noch ein anderes Gerät dabei und so konnte man immer ein bisschen improvisieren, wer den vorausfuhr. Also insgesamt sind wir natürlich schon hingekommen, aber das war echt blöde. Albertville. Stadtmitte. Da habe ich wieder keinen Satellit. Das ist den normalen Weg, du. Das Ding Was? jetzt habe ich wieder keinen Satellit. Das Ding kann ich echt wieder zurückschicken, wenn ich daheim bin. Ja, das stresst halt echt richtig beim Fahren, wenn diese Systeme nicht ineinander greifen und nicht richtig funktionieren. Also zur normalen Konzentration, die eigentlich zum Fahrer schon brauchst, wenn du dauernd auf das Ding gucken musst und eben keine Ansage bekommst oder überhaupt nichts bekommst und auch die Strecke nicht da ist, weil er kein Satellit bindet, also das ist schon was richtig Blödes. Wir verlassen uns eben viel zu sehr auf die Technik, das ist das Problem. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, letztes Jahr sind wir hier runtergefahren. Ja? Ja. Da, guck hier, von Les Aisies, da kommen wir mal runter, da hätten wir jetzt auch drüber können. Nee. Ah, navigationsbereit. Handy verbunden. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Junge, Junge, du, da haben wir das scheiß so Skigebiete, du leckfett. Da Lunches, jetzt steht's dran. Den Ist ja krass, wie viel da los ist, oder? Ja, für Wintersport, ne? Naja, Wintersport, aber jetzt haben wir das so. Oh, Oh, schon wieder. ja. Schorsch, meine Truppe. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und in die Straße Route Albertville an Salon Hey, fahren. Chef, Richtung Salonge. Aber jetzt so 10 Kilometer. Guckt mal hin, da was da reinkommt. Huiuiui. Den Kreisverkehr Jetzt sind wir verlassen. natürlich in diesen Wintersportorten wie Flumet Richtung Kreisverkehr Salanches verlassen. angekommen. Also momentan sonst? fahren wir durch Meschève, nennt sich das. Also unglaublich, was sich da für Menschenmasse durchwälzt. Heute an diesem Tag, wo wir durchfahren. Und ja, was wir jetzt auch noch nicht ganz wissen sollten, es sollte ein riesen Gewitter auf uns warten. Auf Mit so jeden Fall leichtem ist es Hagel. was. Also es war nicht schön zu fahren und es war oben in Meschève am Ortsausgang auch relativ gefährlich, weil ein Blitz nach dem anderen runterkam und auch eine Gewitterfront auf uns zukam. Ich glaube, die haben wir gerade so leicht verpasst, weil wo wir dann ins Hotel hingefahren sind, dann ist es richtig losgegangen. Ziehen wir's durch? Also, schaut euch die Musst du entscheiden. an. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Sonst. So. Sind schon mal Bushaltestelle finden, können wir. Ich habe gerade, ob wir es durchziehen oder ob wir anhalten. Deine Entscheidung. Also
Ich meine, dass es nicht schlechter wird, wie es jetzt schon ist. In 500 Metern rechts halten und in die Straße Route du Metternich fahren. Rechts halten und in die Straße Route du Metternich fahren. Da hinten scheint die Sonne. Dann fahren wir da hin. Oh, jetzt läuft's mir die Kniekehle runter. Warum? Ich kann jetzt nichts sagen. Richtung Matsche. 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 Wegen dem fahren wir jetzt lieber irgendwo hin, weil wenn es blitzt, ich bin immer dabei bei meinen elektronischen Geräten, wo ich dabei habe. Nee. 32 Tonnen? Ja. Nee, aber das ist doch gesperrt. Für 32 Tonnen. Bist du da überzeugt, dass das keine Erbestraße ist? Na ja, gut. Ja, ist so. Jetzt haben wir die letzten 5 bis 8 Kilometer noch vor uns zum Ibis Hotel Salange. Ein preisgünstiges, gutes Hotel. Und das hat alles gepasst. Das war, die Zimmer waren in Ordnung und der Preis war in Ordnung. Und wir sind gerade angekommen, dann ging es aber richtig los mit dem Gewitter. Und da waren wir wirklich froh, dass wir schon dort waren, weil ich denke, dass es fast zu gefährlich geworden wäre, da weiterzufahren. Jede Reise ist mal zu Ende und heute ist der Tag gekommen für die Rückfahrt. Wir teilen uns jetzt auf. Ich fahre definitiv über die Schweiz nach Hause, also das heißt Richtung Bodensee. Früh morgens in Salanches gestartet, fahre ich jetzt über Chamonix und fahre dann über den Pass Col de Monte bis nach Martigny. Die Abfahrt nach Martigny ist ja immer auch was ganz Besonderes. Weiter geht's dann über diese Schweizer Straße, über die Riederalp bis nach Ulrichen, wo ich dann auf die James Bond Straße, also den Forca Pass, abbiege. Weil ich noch nie am Hotel Belvedere vorbeigefahren will, möchte ich da einfach mal fahren, wenn ich da mal schon hier unten bin. Und weiter geht es dann über Andermatt, da fahre ich dann Richtung Altdorf und biege dann rechts ab zum Klausenpass und dann immer Richtung Bregenz. Ab Bregenz geht es dann natürlich im Eiltempo nach Hause, sind heute auch 620 Kilometer. Also ja, jetzt werden wir mal sehen, wie das so alles läuft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, wenn ihr da seid und freue mich, dass ihr da seid. Also, bis dann. Nach dem Tag gestern mit wirklich schweren Gewittern ist der Tag heute wieder ganz toll geworden. Es ist oben jetzt noch etwas frisch, aber das wird sich im Laufe des Tages natürlich normalisieren. Und als erstes geht es jetzt bei mir los. Zwischen Chamonix und Martigny fahre ich über den Col de Forglas. Auch ein wunderbarer Pass am hellen Morgen und ja, da ist auch schon ordentlich was los. Links abbiegen auf die 203. Links abbiegen auf die 2. Jetzt geht's runter nach Martigny. Die Aussicht von hier oben fantastisch. Und unten fahre ich dann neben einer Moto Guzzi V100 her. Wir begrüßen uns, also ist eine ganz lustige Sache, wenn zwei so Moto Guzzis nebeneinander herfahren. Ja, das ist ja mal eine lustige Sache. Ihr seht mal, was passiert, wenn ihr bei Sena das Mesh eingeschaltet habt. Da spreche ich dann nicht nur mit meinen Leuten, weil alle eigentlich, die dann das Ding einschalten, sind auf Kanal 1 im Mesh-Bereich.
Und das ist mir dann ein paar Mal passiert, wenn das eingeschaltet ist, dass ich dann plötzlich Verbindung zu anderen Motorradfahrern habe. Es ist ja unterwegs manchmal ganz lustig. Hört ihr ja selber, was da gesprochen wird dann. Lustig. Sì, ma basta, il casco nel bauletto. Sì, ci sta, ci sta. Jetzt haben wir den Guzzi-Sound. È il tipo con la Guzzi. Yes. The last one. Jetzt haben wir den Guzzi-Sound. Hi guys. Hi! Hi! We were trying to figure out who was the external. Incompatibile. Yeah. Ma qua dietro? Sì, dietro i ragazzi. Però mi sono messo la mano dentro il casco. E vado tipo, oh che galantuomo sei. Ma non mentre ha ruotato poi fa, oh no! E prendi, Sì. però sì. Dimmi che è accesa la Insta. Andiamo a vedere. Tausend Hände schlagen im Akkord. Folgt ihr mir mit Herz und Faust. Seid ihr bereit, die Stimme zu erheben? Mit euch will ich meine Träume leben. Aufnahme. Auf ewig. Ich will mit euch die Freiheit spüren. Auf ewig. So geht auch. Da bist du oben. Ist das Belvedere Hotel. So. Seht ihr das? Da fahren wir jetzt hin. Genau. So sieht es denn aus. Und hier, Wolfgang, wenn du das siehst, hier sind wir damals abgehoben zum Grimselpass. Und jetzt kommt der erste höhere Pass heute an diesem Samstag. Ich fahre jetzt nach Gletsch und in Gletsch, da war ich ja 2019 mit Wolfgang schon mal. Und zwar, Gletsch ist diese Ortschaft, wo man dann links zum Grimselpass abbiegt. Der ist ja auch wunderbar zu fahren, da oben an dem Stausee. Aber heute geht es geradeaus weiter für mich Richtung Vorgapass, weil ich ja zu dem Hotel Belvedere will und da mal ein paar schöne Aufnahmen machen. Also, ich fahre jetzt hier rein und oben sieht man schon, es scheint doch relativ frisch zu werden. Wo die Klamotten stecken das weg, aber es hat auch ordentlich Nebel. Das sollte jetzt auf mich zukommen. Also, jetzt geht es auf den Vorgar rauf und runter. Belvedere Hotel und Gletscher. Hier auf der linken Seite sieht man ja ganz gut diesen Rhone-Gletscher. Der Rhone-Gletscher ist so untersucht und dokumentiert wie kein anderer Gletscher in den Alpen. Früher grenzte er unmittelbar an die Straße und heute liegt er mindestens 200 Meter von ihr entfernt. Der Rückgang des Gletschers zwischen 1874 und heute beträgt rund 2 Kilometer. Also das sind doch beeindruckende Zahlen. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Früher konnte man ja, glaube ich, da reingehen und innen schauen. Die Zeiten sind längst vorbei und man sieht es auch hier jetzt, da ist nichts mehr da. Wirklich. Also Umwelteinflüsse haben das verursacht. Ja, das kommt noch auf uns zu, wer weiß. Und jetzt geht's zum wohl berühmtesten aller Passhotels, das in Schweizer Präzision hier in die Kurve gebaut wurde. Das Belvedere steht für goldene Zeiten der Schweizer Hotellerie und mit dem schwierigen Umgang der Erben damit, denn es ist seit Jahren geschlossen. 1960 raste hier noch James Bond hinter Goldfinger her, damals noch auf unbefestigten Wägen, und das ist so bekannt geworden, das Hotel, also hatte einen unglaublichen Hype und jetzt vergammelt es vor sich hin. Sowas von schade.
got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. In Andermatt fahre ich jetzt über die Teufelsbrücke Richtung Göschnen. Die Teufelsbrücke gibt es bereits seit dem 13. Jahrhundert, früher aus Holz, seit 1585 die erste aus Stein. Der Sage nach vom Teufel errichtet. Naja, wir werden sehen. Weiter ging's über Göschnen zum Klausenpass. Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich den heute ausgelassen. Das machte absolut keinen Spaß, weil wirklich, ihr seid auf den Aufnahmen, es war oben allerdichterster Nebel. Man sah wirklich überhaupt nichts, keine 20 Meter zum Teil. Und dann das Anlaufen des Visiers und immer wieder so Regen, also so Nieselregen. Es war nicht schön, da drüber zu fahren. Zum anderen war oben permanent waren Kühe auf der Fahrbahn, da musste ich wirklich aufpassen. Und es war natürlich auch Gegenverkehr, es kamen ja doch ein paar Motorräder entgegen. Also es war nicht ganz einfach an dem Tag. Jetzt geht's auf der Klausenstraße abwärts. Das war jetzt der letzte Pass für heute. Aber, Moment mal, da war doch noch was. Genau, der Tödi-Grill. Und da mache ich jetzt auch Mittagspause. Da fährt man direkt an der Abfahrt vorbei und ich kann euch sagen, absolut empfehlenswert. Der macht tolle Burger, der macht alles frisch, also optimal und auch zum Halten gut. Und es gibt auch eine Toilette vor Ort. Also, das ist wirklich empfehlenswert und da mache ich jetzt Mittagspause und dann geht's weiter. Vom Tödi-Grill gestärkt fahre ich jetzt weiter nach Glarus, über Wattwild nach Bregenz. Und vor Bregenz fahre ich dann durch den Tunnel Richtung Lindau, ist ja kostenfrei ab dort, zur A96 und dann zur A7 nach Hause. Und ja, die Heimfahrt fuhr ich dann doch etwas schneller und ich war gegen 18:30 Uhr zu Hause. Und ja, da kann man dann auch wieder entspannen. Es war insgesamt eine tolle Tour, viel erlebt, viel gefahren und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch und danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben wäre super. Abonnement des Kanals noch lieber. Danke, bis bald, euer Motorradtour. Tschüss.